close my eyes and picture the emerald of the sea, from the fishing boats at Dingle and the 40 shades of green. Spektakuläre Ausblicke auf der Dingle-Halbinsel am Slae Head. Schlafender Riese, natürlich Guinness und von daher doch so einen kleinen Guinness-Bauch. Was man ja gar nicht ausmacht, im Gegenteil. Die besten Fisch und Chips gab es in Dingle. So, und nun wollen wir Funghi suchen. Ein Delfin, der seit 30 Jahren in der Dingle Bay lebt. Ein richtiger Spaß, auch bei stürmischem Wetter.
Und da ist Funghi. Wir haben ihn getroffen. Heute Abend in Tralee wieder Irland pur. Windhundrennen für die ganze Familie. In der Nähe von Killarney ist das Macrus-Haus. Hier erwartete uns eine Kutschfahrt durch die Parklandschaft des Schlosses.
Hier beginnt auch die rund um die Iveragh-Halbinsel führende Panoramastraße Ring of Kerry. Schlüsselring geholt für gut Lack. Macht den Schlüssel noch schwerer, aber gut. An den Irish Coffee kann man sich wirklich gewöhnen. In Waterville hat Charlie-Chaplin viele Urlaube verbracht. Ach, ich glaube nicht, dass ich jetzt ein Softeis möchte. Und in Thiem kann man sich wieder mit vielen Irland-Devotionalien versorgen. Ein toller Ausblick auf den Lorleen. Und zum Abschluss unserer Rundfahrt die Kathedrale von Killarney.
Das Grün der Insel strahlt in der Morgensonne besonders schön. Blarney Castle, im 10. Jahrhundert als Holzburg erbaut, besteht heute hauptsächlich aus dem Bergfried der 1210 entstandenen Steinburg. An der Außenseite des Wehrgangs befindet sich der Stein der Sprachgewandtheit, The Stone of Eloquence. Wer diesen Stein küsst, erlangt die Gabe des freien Sprechens. Jährlich küssen Zehntausende kopfüber diesen Stein. Für die Iren und Briten steht der Begriff Blarney für das in Deutschland umgangssprachliche Bla bla bla. Alte Zigeunerwagen im Hof des Cafés. No. Wunderschöne Gartenanlagen umgeben diesen alten Bergfried. Circa 130.000 Einwohner hat die zweitgrößte Stadt der irischen Republik. Die Kerry-Goldbutter kommt aus Cork. Cork ist Universitätsstadt mit dem Institute of Technology und Sitz vieler IT-Unternehmen. Hier ist auch der Europasitz von Apple. Die heutige Produktionsstätte des berühmten irischen Whiskys Jameson befindet sich in Middleton. In Dublin gibt es nur noch eine Schaubrennerei. Hier in Middleton wird seit 1975 Jameson Whisky gebraut.
John Jameson established his Bow Street distillery in Dublin in 1780. It's all there. Well, almost all of it. There's one thing you should know though before we carry on. Ireland's favourite whisky was founded by a Scot. It says a lot about Dublin's status as a whisky-making mecca, that he would move his life across the Irish Sea. But if you take a closer look at our label, you might see why he fancied his chances. At the bottom of the crest, you'll see the motto, Sine Metu. For those of you whose Latin could use a little bit of work, that means without fear. And it was awarded to John Jameson's forefathers for their bravery in fighting pirates on the Scottish coast. By the 1960s, the Irish whisky industry had hit rock bottom. If there was a time to put Sine Metu into practice, this was it. Change was the order of the day, and first up was bottling. Now, we'd always sold our whisky by the barrel, but we decided it was time to start bottling our own product. Aside from giving us full quality control, having a green bottle behind the bar went a long way to re-establishing the Jameson name. Things were looking up, and one brave decision followed another as we moved our distillery to Middleton, County Cork. We'd outgrown the busy Dublin streets, and the move to Middleton had put us right next to the Dungourney River, and meant that our barley farmers were just up the road. Country life has been good to us, and it's meant that we can share Jameson in every corner of the world. And while our pot stills may no longer call Bow Street home, our whisky will never lose its Dublin accent. Generations of committed whisky makers to continue that legacy. From distillers passing on their knowledge, to blenders sharing their craft, to coopers passing along their tools. And that's why at the bottom of every bottle of Jameson, you'll see the icon of the barrelmen, representing the men and women who have carried us through the good times and bad. John began our story, but we continue it today. Die Hauptzutaten, die wir für die Whisky herstellen hier in Irland brauchen, sind Gerste, Malz, Mais und Wasser. Das sind die 4 Hauptzutaten. Und die ganze Gerstebedarf für die nächste Brennsaison musste immer zur Erntezeit gekauft werden. Also die Bauern sind hierher gekommen, die Gerste wurde hier gewogen, im Hof hier gewogen und dann gelagert. Die großen Gebäude dienten zur Lagerung der Gerste. Ein Teil der Gerste musste dann gemälzt werden oder gekeimt werden. Also das ist eine alte Melzerei mit dem Schornstein. Wir gehen jetzt hier hinein und dann kann ich über den Keimprozess sprechen. Das war der erste Schritt. Regenponchos werden Sie auch sehen unterwegs in den verschiedenen Gebäuden, falls Sie eine Regenkit mitnehmen möchten. Heute passiert das mit einer Hammermühle anstatt diesen Steinen heutzutage in der neuen Brennerei. Also als nächstes wurde die Gerste und Malz hierher gebracht zwischen solchen Mühlsteinen zu einem groben Mahlschrot. Damit die Leute da hinten auch sehen vielleicht. Ja. Aber heutzutage gibt es 3 schöne kupferne Brennblasen. Die erste hat ein Fassungsvermögen von 2.500 Litern und die andere 2 von jeweils 1.500 Litern. Und hier wird dann in kleineren Mengen Whisky produziert. In einer Woche wird vielleicht 5 Fässer befüllt. In der Hauptbrennerei werden vielleicht in einem Tag 2000, nicht 2000 Fässer befüllt in einem Tag. Um diese Aromen in das Holz besser abzugeben, werden die Innenfläche angepumpt. Dann gibt es eine bessere Reaktion zwischen Holz und Flüssigkeit. Das sehen Sie am Anfang. Und dann in Spanien, wie sie getoastet werden.
Mit Ginger Ale schmeckt er besonders gut. Und nun geht es in Richtung Waterford. Hier übernachteten wir direkt am Hafen im Waterford Hotel. New Ross, nicht weit entfernt von hier, liegt der irische Stammsitz der Kennedy-Familie, von wo aus während der großen Hungersnot in Irland ein Patrick Kennedy nach Amerika aufbrach. Wir besichtigen den originalgetreuen Nachbau der Dunbrody, deren Original zwischen 1845 und 1851 während der großen Hungersnot Immigranten nach Kanada und USA brachte. Über 8,5 Millionen Menschen was in Irland in der Jahren und über 1,5 Millionen gingen sie nach Amerika in der 5 Jahren die Hungersnot. Sie gingen von hier also nach Amerika, wo sie aus Südostirland kamen, Kilkenny, Wexford, etc. Ja, the ship's cooked it, but the fish und Fleisch an die Schiff was für die erste Klasse und die Mannschaft. Kein guten Essen an die Schiffe für zweite Klasse. So, Entschuldigung, sorry about that. We don't know how many, it was 16 sails anyway. 16 sails. Natürlich, wenn die Mannschaft halt, wenn der Koch dann halt eben für die erste Klasse und die Mannschaft gekocht hat, dann kam der Geruch auch zu der zweiten Klasse. Und einige der Kinder zum Beispiel, die hatten so einen Geruch noch nie gehabt und haben sich auch gefragt, was kann das denn wohl sein? Und das hat es dann umso schlimmer gemacht für die zweite Klasse praktisch. Die Lady hier ist zweite Klasse, hier ist Frau Weiss. Oh. Und jetzt dann die Treppe ist die erste Klasse, Frau O'Brien. My name is Mrs. Mary O'Brien, and I'm a first-class passenger traveling aboard the Dunbrody ship to meet my dear brother in New York. And we'll use it to make our bread over here. This for a family of 7 for a week. Look at it, Mom. Rock hard, it's dreadful. Kilkenny Castle, diese alte Normannenburg aus dem 12. Jahrhundert, ist eine der meistbesuchten irischen Sehenswürdigkeiten.
Die Burg ist von weitläufigen Parkanlagen umgeben. Machen wir einen kleinen Bummel durch die Heimatstadt des Kilkenny-Bieres. Die anglikanische St. Canisius Cathedral aus dem 13. Jahrhundert ist die zweitgrößte mittelalterliche Kathedrale Irlands. So, nun nähern wir uns dem Ende unserer Rundreise. Wir fahren nach Dublin. Die Kathedrale, die wurde bereits im Jahre 1038 von den Wikingern als hölzerne Kirche am Ufer des Funghi errichtet. Aus dem König von Irland und zwei Kammern, dem Irish House of Commons, dem Unterhaus und dem Irish House of Lords, dem Oberhaus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Mit einem Bummel durch die Stadt und bei einem zünftigen Essen im Bailey fand unsere Reise ihren Abschluss. Schön und erlebnisreich war diese Reise.